Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream nach einer etwas längeren Krankheitspause, wo ich sagen muss, dass ich immer noch nicht gesund bin. Es tut mir auch sehr leid, tatsächlich. Ja, mal schauen, wie lange das noch anhält, aber ich dachte mir, heute streamen wir den DLC von GreedFall. Wie ihr vielleicht seht, einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, ja, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Ist ein bisschen ausgefallen, wie gesagt, weil ich krank bin. Und mal gucken, wann sich das wieder legt. Aber ich wollte heute auf jeden Fall streamen. Endlich mal wieder. So, ihr habt auch keinen Spielsound, ne? Habt ihr keinen Spielsound? Denn hier? Doch, habt ihr, okay. Fein, fein. Okay, ihr habt sogar Spielsound, das ist schon mal schön. Ja. Wir haben leider keinen Spielstand mehr von früher, wo wir kurz vorm Finale waren. Ich lade jetzt einfach mal den. Und wir fangen direkt mit dem DLC an. Und ich habe echt Bock, mal wieder GreedFall zu spielen. Ne? Das Spiel war ja. Hat ja echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe es auch sehr lang nicht mehr gespielt. Muss ich auch echt zugeben. Ich habe es jetzt noch einmal auf Extrem durchgespielt. Und nach dem Stream, je nachdem, wie lange wir für den DLC brauchen, werde ich es privat heute nochmal durchspielen, weil heute wird kein so langer Stream, denke ich. Okay, das kann ich schon mal minimieren. Ich denke nicht, dass ich das brauche. So. Das ist ein bisschen laggy, ne? Ist ein bisschen laggy, das Spiel. Ach, ja, natürlich. Ja, wisst ihr, warum es so laggy ist? Ich muss auch erstmal den Gaming-Modus von meinem PC anmachen. Ah, mein Gott. Ich habe noch gerade dran gedacht. Dann habe ich ein Nvidia-Update. Da habe ich ein Nvidia-Update gemacht und das total vergessen. So. Okay. Es geht, ne? Ist nicht mehr so rucklig. Obwohl, ja, doch an einigen Stellen schon. Video. Warum sind die Schatten auf Ultra, Alter? Also Schatten ist das, was man so überhaupt nicht braucht. Aber jetzt scheint es flüssig zu sein. Okay, cool. Was ich aber eher hochsetzen würde, wären eher die Texturen. Ja, geht klar, ne? Geht klar. Okay. Brief von Lady Mowen.
zu Händen des Gesandten von Conrigat des Sartre. Eure Exzellenz, ein Bote informierte uns über die Ankunft einer Delegation seiner Hoheit Prinz de Wespe, angeführt von seiner Tochter. Falls es euch möglich ist, würde ich euch bitten, schnellstmöglich nach Neue Mysterien zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie ich auf die doch recht verstörende Ankunft dieser Familie auf Terre reagieren soll. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit. Ich freue mich auf unsere baldiges Wiedersehen. Lady Louine de Mowing. Okay. Lady Morange tells me that a delegation from the de Vespe family just landed on the island. From the look on your face, I take it their arrival is not good news. Are they that bad? Their name was given to a deadly poison, the Draft of de Vespe. It's highly regarded among assassins, so there's good reason to worry. We should hasten to get back to New Serene. Oder wollen wir diese Quest mal? Wo müssen wir dafür denn hin? Ich sag das Spiel, dass wir dahin müssen. Dann können wir doch eine Schnellreise von unserem Haus machen. Können wir ja eine Schnellreise von hier machen. Wir müssen doch nochmal die Quali vom Spiel runterstellen. Maybe. Obwohl es geht, ne? Geht total klar eigentlich. It's blocked. Natürlich. Ah, Sir de Sade. Did you get my message? Indeed. The arrival of the de Vespe family in Tear is surprising and no doubt worrying. But without knowing their intentions... Nothing good can come from that family, for the interests of the Dorsey family and Serene. But I truly cannot tell you anything about the reason for their presence. The message I received was brief. Aurelia de Vespe announced her arrival on the island and asked to see your cousin as soon as possible. She and her entourage seem to have settled in a region that I do not know. Adag ol Credo, north of Vikshadir. I think it would be good for you to locate her and try to find out more. I know this place, but I thought that only the Doneigada from the Baragnodas clan knew how to access it. It's a sacred place. That's where Animide shed his blood. You should also take advantage and visit these unknown lands. Who knows what they have in store for us? You're right. It's better for us to go and see what it's all about. Okay. What can you tell me about the de Vespe family? I've never met them, and everything I know is hearsay. And, strange and worrying as it is, the rumors are justified for the most part. Nevertheless, I'm not an expert, and I've been away from the continent for a long time. I'm sure Sir de Courcillon will be able to tell you more. But know that they have envied the Dorsey family's power in the congregation for generations. They have tried to impose themselves many times at its head, holding up the antiquity of their city Peren as a pretext. They bribe messengers, use blackmail and trickery, even murder, according to some people. And don't back down for anything. Be very careful with them, Your Excellency, and don't believe a single one of their lies. They're real vipers. Do you have any other questions? What do you know about Aurelia de Vespe? Is she an important member of the family? As far as I know, she's the prince's favorite daughter, and the only one left. I seem to remember that she was married to a promising young nobleman for a few years. I heard he died in suspicious circumstances.
but I couldn't tell you what happened or if it's even true. But if you want to find out more about her before you go to meet her, you should go to speak to Sir de Coursion. Do you have any other questions? Ja, eine letzte. Do you know the city of Peren? Legend would have it that it's the oldest city in the congregation, and its ruins bear witness to a glorious past. It's a beautiful city with a river running through it, and whose art and architecture have long been a source of inspiration for the old world. Nevertheless, it doesn't have direct access to the sea, which stopped it from thriving and becoming as powerful as Serene. That's what finally pushed it into the background amidst the larger cities. Do you have any other questions? Ja, ich glaube nicht, ne? Thema wechseln. Gehen. My lady, I have to go. Goodbye. Ah, es ist schön. Ich muss auch hier nicht viel quatschen, das heißt, ich kann auch muss auch weniger husten. Weil wenn ich viel quatsche, huste ich auch viel. Und durch das Spiel hier, wo viel gequatscht wird, ja, bin ich ein bisschen Vorteil. Oh, mal gucken, wie es laufen wird, ey. Wie gesagt, es ist schon lange her. Okay, so war das. Die Pistole war overpowered im Spiel, das weiß ich auch noch. Aber Magie ist noch stärker in diesem Spiel tatsächlich. Ja, easy. Und dieses Schwert ist so stark, ne? Weil das so ein kleiner Dolch ist. Auch sehr angenehm, weil wir schon überall waren. Es wurde übrigens ein zweiter Teil angekündigt. Was sehr cool ist. Das ist eigentlich laggy bei euch? Frage. Also das sieht, ich wollte die Texturen runterstellen, ne? Normal. Schatten sind schon wieder hochgestellt. Ah, warte mal. Oh Gott. Okay, ich muss mir erstmal wieder an den Kampf gewöhnen. Meine 1 funktioniert nicht. Ah, jetzt. Ich muss mich echt nochmal an das Kampfsystem gewöhnen. So. Aber ich hatte doch hier diese Kraft. Bombe. Warum ist die nicht ausgerüstet? Ach da, die 5 ist Bombe. Okay. 5 ist die Bombe. Immer noch sehr laggy, ne?
Oh, neue Map. Ja, nice, 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 nice. Sehr schön, sehr schön. Das gebührt einmal abzuspeichern. Nee, diese Brücke kommt mir sehr bekannt vor, muss ich echt sagen. Bin mir noch sehr unschlüssig, ob das Spiel leckt oder nicht. Sieht halt ein bisschen so aus bei mir in OBS, aber ich bin mir auch sehr unsicher. Ich hole mal kurz mein Handy raus. Ein bisschen checken nebenbei. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Ne, es sieht ein bisschen rucklig aus, muss ich sagen. Aber warum? Jetzt wird das anmachen. Schatten. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie wir das früher eingestellt hatten, ehrlich gesagt. Renderdistanz auch Mittel, speichern, ja. So, das ist okay, ne? Ja, sieht zumindest so aus. Okay. Finde ich fein, alles klar. Zack, fertig. Jetzt können wir richtig spielen. Die sehen echt hässlich aus. Easy. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu overlevelt für das Gebiet, würde ich fast sagen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, ja, einfach alles mitnehmen. Hier geht's auch noch wohin. Immer erkunden, das ist das Wichtigste. Na, hier gibt es tatsächlich nichts. Oh, du bist ein bisschen höherklassiger, alles klar. Oder auch nicht. Und wir spielen das Spiel immer noch auf schwer, ja. Und wahrscheinlich werden die Bosse wieder hart. Ich bin eigentlich komplett raus aus dem Kampfsystem. Oh. Das Gift ist ein bisschen nervig tatsächlich. War gar kein Problem eigentlich. So. Danke. Danke. Haben wir hier eine geile Höhle? Nee, ne? Einfach alles mitnehmen. Ja, ja, fragt mich gar nicht. Einfach alles mitnehmen. Nee, hier ist einfach gar nichts. Traurig, traurig.
Boah, die Viecher hasse ich. Alpha stirbt sehr oft. Okay, die hat aber auch keine krasse Rüstung an, muss man dazu, glaube ich, sagen. Afra trägt auch keine krasse Rüstung. Ah, schön. Nimm den Harz mit, komm. Okay, danke. Sehr nett von dir, Junge. Ja, Belebungstränke besitzen wir auch noch. Die habe ich auch nie benutzt, ne? Okay, beim Endkampf hat man auch keine Begleiter gehabt, deswegen haben wir die nie genutzt. Also diese Bombe ist auch echt stark, ne, mit diesem Gift. Aber wie gesagt, Magie ist das Krasseste. Und ist ein Dörfchen. Ja, komm, wir gehen erstmal zum Dorf, würde ich sagen, oder? Lager des Gefolges von der Wespe, stand da gerade. Einmal kurz abspeichern. Diese Aufgaben habe ich nie gemacht, glaube ich, ne? Außer einmal. Schauen wir uns jetzt mal hier um. Hier haben wir einen Händler. Soweit uninteressant. Ein paar Leute. Soweit uninteressant. Was haben wir denn hier? Ach, gar nichts. Ach, gar nichts. Indeed. Delighted to meet you, Your Grace. The accounts I've been given of you and your companions don't do you justice. Truly, it is a pleasure. We're going to become wonderful friends, you and I'm sure of it. Say, aren't we going to be cousins soon? Pardon me, Your Grace, but I'm not sure I follow. And if I may ask, what is it precisely that brings you to this remote island? Haven't you heard? Well, it seems the messengers on this island are not particularly reliable. No matter. Your uncle and my father have decided that your cousin, Prince Constantine, and I are to be married. So, here I am. My. This is incredible news. I know you must be surprised. However, this alliance will be a wonderful way to put an end to the enmity between us, don't you think? Indeed.
but I should warn you that you might find my cousin to be different. Different? I suppose it's normal for a long journey through these new lands to change a person. As you may have heard, he caught the Malachor. The magic present on this island cured him, but it also changed him. Truly, it's a miracle he's recovered at all. I'm not surprised that it's left its mark. Still, I'm certain it won't affect our wedding, I assure you. Then, you and I will be cousins, of course. Furthermore, I was hoping I might be able to count on your assistance. Of course, Your Grace. What can I do for you? You see, I didn't want to impose myself on New Serene until all the necessary arrangements had been made for my arrival. I had the Naughts drop us off in a quiet place outside the city. Too far outside the city, clearly. There were these savages and bandits skulking around the woods and threatening us. They even robbed me. Worst of all, they took the chest in which I was keeping the marriage contract. Savages? The only savages I know are the ones who invaded our home. Oh, please forgive me. I meant no disrespect. Natives, then, is it? In any case, it's absolutely mortifying to have to ask you this, but you know the island and its inhabitants better than I do. Could you perhaps retrieve the chest for me? I would be eternally grateful, cousin. Can you tell me more about the theft? Of course. We were unloading our things from those horrid little boats that the Naughts get about in when it was taken. I was busy setting up camp at the time, so I didn't see who it was. My men didn't see much either, because it was dark. But certain natives from the region stopped by in the morning. They were aggressive and insisted that we leave. I'm sure they were behind the robbery, unless it was just bandits. There were a couple that my men chased away, but that's all I know. Thank you. We'll get about finding it. Is there anything else? I won't deny that I'm surprised to hear about your engagement to my cousin, despite the excellent reason you put forth. Surely you didn't think your cousin would stay single forever. Know that although the decision was not my own, I'm very pleased about it. I got the impression your uncle thought a wedding might calm your cousin a little. And now that he's in the role of governor, he needs a wife of his standing. My father saw an opportunity to get me away from Peren, where I was in great danger, and found me a worthy husband in the process. But again, it's clear that their main intention was to put an end to years of conflict. Is there anything else? Since we're going to be cousins, I'll have to get to know you better. Well, aren't you just lovely? I'm afraid there isn't much to tell. I was raised like any good princess, educated in both arts and arms. But, as I had several older brothers, I was never really given a political role. I'm still my father's favorite, though. You may know that I've already been married once, but my husband was murdered in cold blood as part of a plot at court. I'm very sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. You're too kind. After he died, my father decided it was best to send me away from Peren. He knew your cousin was unmarried and was tired of the futile disputes between our families. So he contacted Prince d'Orsay, and the rest is history. Is there anything else? I must be going. Nee, so weit eigentlich gar nicht. Goodbye, dear cousin. Ja, ihr merkt, dies ist eine Geschichte vor der tragischen Wendung, die im Spiel geschehen ist. Bevor unser Cousin böse wurde. You don't seem pleased by what she told you. Would that be because of the contract she spoke of? Your wedding traditions are very complicated. Yes, the great families use contracts to join two members of their families. That's what I thought. And it explains why you're so angry. I don't understand why she spoke of union when that family is your enemy. I can't believe it either. There is too much rancor between our families. A wedding could put an end to that. Couldn't that be your uncle's goal? But I'm not educated in the history of the congregation's ruling families. I'll believe it when I see the contract. And even then I'll look twice. Naja, mal schauen. Gehen wir jetzt mal in die andere Richtung.
Ah, nee, doch nicht. Dann kommen wir einfach nur nach da. Ruine des Meeresvolkes. Ich vergaß, in diesem Spiel können wir gar nicht mehr springen. If I've understood correctly, the chest was here when it was stolen. Ah, there are footprints which lead away from the camp. Brief des Dieners an seine Geliebte. Meine süße Blanche, ich besorge soeben ein paar Ruder aus dem alten Schiffswrack, um mit dir im Boot aufs Wasser hinauszufahren. Wart hier auf mich, ich bin bald wieder zurück. Geht wahrscheinlich um die Quest von dem einen, den wir jetzt angenommen hatten. Oh, dieser Stein sieht sehr schön aus. Die sind echt hässlich, die Viecher. Vielleicht hätte ich OBS auch einfach mal im administrativen Modus starten sollen. Vielleicht hätte es dann eher ausgehalten. Hätte das Spiel eher ausgehalten. Aber was soll's. So sehr stört mich das jetzt tatsächlich nicht. What the f... Da können wir auf die Map schauen und sehen hier eine Höhle und da mein Lagerbereich. Aber sonst sehen wir hier gar nichts, ne? Sehr nice. Erstes Achievement vom DLC, 20 von denen töten. Und 20 getötet. Da ist eine Höhle. Aber wir holen uns erstmal das Lager. Wahrscheinlich ist aber eh nichts drin. In diesem Spiel Sachen zu erkunden, bevor nicht irgendwas Questmäßiges ist, macht halt eigentlich gar keinen Sinn in diesem Spiel. Wie wir bis jetzt ja herausgefunden hatten. Das Erkunden kam uns aber ja später gut Behilfe. Bin gespannt.
Da fehlt mir die Genauigkeit. Leider fehlt mir die Genauigkeit. Guck mal, hier kommen wir jetzt aus der Höhle wieder raus. Oh. Das ganze Gebiet scheint nur aus denen zu bestehen. Ah, okay, cool. Hier sind wir jetzt. Das Gebiet ist aber auch nicht so groß bis jetzt, ne? Eher ein kleineres. Oh, was Rotes. Tagebuch des Dieners. Ich habe Blanche gebeten, mich in der Nähe des stillgelegten Hafens zu treffen. Dort gibt es ein altes Boot. So gern würde ich des Nachts mit ihr aufs Wasser hinausfahren. Wie romantisch das wäre. Bei dieser Stimmung aus dem Ring, den ich ihr gekauft habe. Die Stimmung und den Ring, den ich ihr gekauft habe, kann sie nicht anders als ja sagen. Sie würde mich zum glücklichsten Mann der Welt machen. Guck sie an, wir haben eine Nebenquest beendet. Ich glaube, meine erste überhaupt. Vorne ist noch eine Kiste, glaube ich, oder so. Nur jetzt halt abzuspeichern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, aber einmal ist das Spiel, glaube ich, abgestürzt, ne? Oder so. Oder wir hatten einen Bug oder sowas. Da musste ich sehr viel wiederholen. Ich erinnere mich dran. Oh. Ich muss da ganz kurz auf Klo. Ich bin sofort da.
So. Bin ich auch wieder. Wir können einmal schnell reisen, wenn wir wollen. Oder halt dahin laufen. Nein. Ich denke, wir machen eine Schnellreise. Die Truhe hier unten. Okay, da. There are other footprints here. They're quite deep. As if the person who made them were carrying a heavy load. We're on the right path. Ah, wir kommen nicht übers Wasser hier. Aber hier. Ach, guck mal, Eingeborene. Ich dachte schon Banditen. Guck mal da. Ah, guck mal da. Ein Fähigkeitenstein. Wie toll. The undergrowth has been crushed. Several people pass through here. Ein Fähigkeitenstein. Das ist toll. Den snacken wir uns auch direkt. Au, au, au. Mein Gott. Alter. Hallo. Stell mich gerade echt nicht so smart an, muss ich sagen. Aber egal. Tod ist tot. Wo ist der Fähigkeitenstein? Da ist er. Ja. Geil. Okay, wir haben einen mehr. Schild der Erleuchtung. Ja, genau, das hatten wir. Wir gehen jetzt gerade so hier rum. Dann steige ich eigentlich ein Level auf. Alt. Oh. Da liegt ja noch was. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Noch genug, okay. Brauche ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Hi. Na? Ah, ist das schön. Bisschen Gegengift, was ich nie benutzen werde. Neues Lager wäre mal schön, ne? Ja, da unten. Oh, das ist cool. Wenn ich da runterkomme, ist das cool.
hier um die Ecke irgendwo. Ein kleiner Wald. Das ist echt klein. Hier vorne. Mal, oh, kommen wir da runter? Kommen wir da echt noch runter? Geil. Das freut mich. Ich würde sagen, da gehen wir gleich hin, nachdem wir hier oben das gemacht haben. Thieves must have felt safer here. We must be getting close. Okay, wir können in die Höhle oder nach da? Wir gehen erst in die Höhle, oder? Gute Entscheidung. Oh, ich hoffe, gleich kommt ein geiler Boss oder sowas. Was richtig Sickes. Oder auch nicht. Au. Au. Schön in den Rücken geschossen, sehr gut. We don't see many around here. But I'm convinced they don't eat their prey where they catch it. They would normally take it back to their lair. Maybe they were about to do just that when we got here. Let's look around. We'll soon find out. And let's not forget Aurelia's chest. That's curious. On closer inspection, these men were obviously not killed by animals. The stab wounds are clearly visible. Interessant. This campfire is strange. The ashes and embers are laid out as they should be, but the ground beneath them is untouched. This campfire has not been used. It seems as though it was just laid out as a prop. Something is wrong. The stab wounds on these outlaws and the fake campfire make me think that this whole scene has been staged. We best go back to the camp and return the chest. Interessant. Gehen wir hier rüber. Ja. Ich bin krass. Hi. Danke. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr goldene Items für mich. Einmal da runterfallen, ne? Dann sind wir tot.
Devesp coat of arms. This must be the chest Aurelia asked us to find. Can you open it? I'd be curious to see if the contract she spoke of is genuine. I can't see a lock, and we'd be hard-pressed to explain why we broke it. We'd better bring it back untouched. Wait. There are armed men on the path. We should try to find a lookout point to learn more before we move on. Nein, nicht laden. Speichern bitte. Danke. Ich bin mein Freund des Speicherns. Ja, wir haben noch einen Punkt. Leider nicht für Attribute. Da kriegen wir leider keinen. Willenskraft. Ne, Talente. Oder Knacken 3 brauchen wir hier noch. Nächster Punkt ab Stufe 37. Okay. Okay. Ja, dann weiter. It seems they're Aurelia Devesp's swordsmen. I'm afraid it is now beyond doubt. These men were sent to ambush us. Aurelia sent us to recover that chest solely in order to get rid of us. Those men are idiots. They should have done a better job of concealing themselves. We can easily get around them to avoid a fight. Unless you'd like to teach them a lesson. Oh, wir dürfen sie töten. Wir können auch einfach in die andere Richtung wieder gehen. Also, siehst du, als ob das ein Problem wäre, einfach hier lang zu gehen. Das ist übrigens die ganze Insel. Hier. Ah, wir werden sie ausschalten, denke ich, oder? Ich sehe Crouchen, genau. Moin. The Devest deserved unfairness reputation. This whole mission was a trap. First those beasts, and then in case we survive them, these assassins. What do you intend to do? I suppose we can't just go and ask for an explanation armed to the teeth. She'll have to answer for this. But, given the power of her family, we must remain polite. Ja, war jetzt nicht so ein großes Problem. Oh Mensch, guck mal, wie nett eine Leiter. Ja, dann gehen wir jetzt nach unten, oder? Guck mal, hier sind sogar Blutspuren. Vielleicht ist ja hier ein Wächter. Von dem wir schon so viele getötet haben. Weil diese Wächter eigentlich gar nichts drauf haben. Ach so, ja. Okay, die kämpft da hinten auch noch. Hallo, danke. Au.
Au. Verdammt nervige Gegner. Aber hey. Haben es geschafft. Ein bisschen Eisen. Da vorne Räuber. Oh Gott. Oh Gott. Oh, mit den Großschwert, ne? Das ist gefährlich. Eigentlich ist der gefährlicher. Oh Gott. What the? Was zur Hölle? Die sind ja so viel stärker als alles andere bis jetzt. Ja. Und dieses dumme Magie-Gespamme geht mir voll auf die Nerven. Ja. Alter, was ist das denn? Warum sind die so krass stark? Überlebt schon wieder der mit den 2 Schwertern. Also gar nicht mehr wie man blockt. Okay, so blockte man. Oh, stark. Die waren echt stark. Gut. Ich wusste nicht mehr, wie man diesen Spiel blockt, also. Briefe eines Diebes an seinen Bruder. Sei gegrüßt, kleiner Bruder. Wir sind in die Wildnis weitergezogen, aber wie sich herausstellte, hat irgendeine Adelsfamilie hier ihre Lager aufgeschlagen. Diese Gegend ist eine Goldmine. Ich weiß, du hast... Ich weiß, du heißt es nicht gut, was ich tue, aber diese Leute verdienen es, dass man ihre Habseligkeiten durchwühlt. Das sind unbarmherzige Meuchler. Ich habe dir eine Präsent in die Truhe gelegt,
die ich dir geschickt habe. Dabei handelt es sich um eine der Schätze, die wir aus den Lager stibitzen konnten. Verkaufe ihn, um etwas Gold zu machen. Ich gehe mit ein paar Freunden ins das Lager zurück. Du kannst sich vorstellen, welche Schätze man dort finden kann. Ich habe einige Rüstungen spät, die sicher ein hübsches Sümmchen wert sind. Ich hoffe, dein Lehre verläuft gut. Pass auf dich auf. Dein liebender Bruder. Tagebuch eines Diebes. Ich habe Justin ein Präsent geschickt. Ich hoffe, mit dem Geld aus dem Verkauf des Geschenks wird er seine Lehre fortführen können. Er wünscht sich so sehr, einen ehrlichen Beruf zu erlernen, um ein Leben als Dieb zu entgehen. Und ich hoffe, der Kerl, den ich die Truhe gab, verirrt sich nicht. Es ist möglich, in diesem Loch einen Boten, es ist unmöglich, in diesem Loch einen Boten zu finden. Wäre einer der Kerle nicht auf dem Weg in die Stadt gewesen, hätte ich sie niemals losgeschicken können. Es scheint, als hätte die Wache uns dieses Mal erwartet. Sie schossen auf uns und haben mich erwischt. Wenigstens war die Ausbeute ordentlich. Mit einem Anteil kann Justin der Handwerker werden, der er immer sein wollte. Vielleicht reicht es sogar, um einen Stand zu kaufen. Aber erstmal muss ich meinen Wunden überleben. Ich habe ihn getötet. Ja. Tja. So schnell geht das. Aber hier geht's wieder hoch, ne? Nee, doch nicht. Da haben wir übrigens gerade das Achievement bekommen, alle Waffen zu finden. Der Ziel scheint echt nicht groß zu sein. Okay, wenn ich mir die Map so angucke, waren wir jetzt auch überall. Also, scheint die echt nicht groß zu sein. Ja, ist okay, dann ist es der Stream, wo ich wieder ein bisschen reinkomme. Vorne waren wir auch noch nicht, ne? Mein Gott. Oh, so läuft das jetzt hier. Ich bin der Chef. Und diese Viecher hier angebetet? Sieht mich ganz so aus, ne? So ein Schrein für die. Naja. Jetzt sind sie ja tot. Dann bringen wir die Truhe mal zur guten Dame. Da war noch ein weiter Weg. Ich ignoriere euch einfach mal. Denn ihr seid echt nervig zu bekämpfen. Da sind wir.
Leute, habt ihr uns vermisst? Nein? Okay. You? I didn't think I'd see you again. So soon. Is that because you'd hoped we'd be clawed to death by those beasts? Or because you thought your assassins would get the better of us? Come now, who do you take me for? I was just putting your courage to the test, that's all. A princess's whim. I kindly suggest you forget all about this little incident. You see, my dear, we de Vesps have a habit of knowing as much about our enemies as our friends. I'm afraid my father's men have obtained some rather sensitive information, which, well, if the other governors were to find out, it could very well jeopardize your position, along with that of the D'Orsay. If word were to get out about your origin, for example... Are you trying to blackmail me? Oh, what a horrid word! Come now, I would never do such a thing. Let's just say that I'm ensuring your loyalty. In fact, some of my men are already at the courts of Hikmet and San Mateus, and ready to act if you try anything. But I'm sure it won't come to that. We'll soon be part of the same family, after all. I won't deny that I'm surprised to hear about your engagement to my cousin, despite the excellent reason you put forth. Das haben wir gerade schon gehört, Surely ne? you didn't think your cousin would stay single forever. Know that although the decision was not my own, I got the impression now that my father... But again... Haben wir schon gehört, alles klar. Der Grund der Why do Erpressung. you feel the need to resort to blackmail? You have your contract. Why threaten me? My sweet summer child. You seem to have learnt to navigate the seas of politics in a duck pond. My waters, however, were shark-infested. Knowing the weaknesses of others, as well as how and when to exploit them to ensure unwavering loyalty, is key to survival as a de Vesp. I believe I mentioned that my late husband was murdered at court. Well, his killers worked for my brother. My own brother didn't think twice before having the man I loved killed to secure his position. He broke my heart. I understand, of course. I'd probably do the same. And what of it? Do you think I would feel more remorse were it, say, a cousin-in-law? Is there anything else? Here is your chest. This is the one you sent me to fetch. Yes, that's the one. Thank you for your help. You have shown yourself to be as reliable as they say. Long may it continue to be the case. Well, now that I've recovered my precious documents, you'll be able to deliver the wedding contract to your cousin in New Serene. I await the preparations for my arrival and accommodation. Then there'll be plenty of time to prepare the ceremony with my husband-to-be. The arrival of a noble lady such as yourself will require several arrangements. New Serene is a very new city. Yes, I'm sure. Don't dither for too long now. I'm counting on you to be as quick as possible. And to convince your cousin and his men to be reasonable. You know what's at stake. Is there anything else? I must be going, Your Grace. But of course. Goodbye, dear cousin. Ich mag sie nicht. Können wir sie nicht einfach töten? Aber nein, leider nicht. She has us. We now have the contract, but even if it does turn out to be forged, we have no choice but to bend to her will. The situation is complicated, but the equation is not unsolvable. If she really does hold incriminating secrets, the only way to confront her now is to get them back before she can use them. Let's go to Hikmet and San Mateus and talk to those henchmen she spoke of. You're right. It's the only way to put an end to this alliance and supplant the Viper. Genau, so muss das sein. Ich brenne ein bisschen. Auf, auf. Ah, schön wieder hier zu sein.
In meiner Zeit, dass ich mal eine richtige Waffe nehmen, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Beziehungsweise eingefallen. Sollen wir noch eine poplige Pistole nehmen? Your Excellency, Her Highness... Her Highness, Aurelia de Vespe of the Merchant Congregation has sent me to convey her regards. She would like to assure you of her deepest respect and her unwavering support as an ally with any troubles you may encounter. She also wishes to forewarn you that the person who until now presented himself as the congregation's legate may soon lose his position. Indeed, he is believed to have lied about his lineage, and doubt has now been cast upon his titles of nobility. It is also rumored that he is engaged in questionable dealings involving the guilds and the natives. We sincerely hope that, until this situation has been clarified, you will treat him with the utmost suspicion. Naturally, if these allegations prove to be true, a new legate will be appointed by Her Highness immediately. Madam, I thank you for your kind words, but I do not know you. You come on behalf of someone I do not know either, and who, to my knowledge, has no political authority. Yet you present yourself before my court making accusations against someone who has always shown himself to be respectable, and who has come to our aid numerous times. I must ask you to leave, madam. You are not welcome here. I've rarely been faced with such a deceitful, insolent person. I'm sorry you had to hear such horrendous things. What's happening in the congregation that this joke of an ambassador is challenging your position like this? As you may be aware, Your Excellency, there's long-standing rivalry between the de Vespe and the d'Orsay families. Aurelia de Vespe just arrived in Tearfredi and clearly intends to impose her will here by any means. I suggest you settle this affair swiftly. Had it been anyone other than myself, they may well have believed such lies. That's what I intend to do, Your Excellency. But to do so, I need to know where to find this ambassador. I think I heard that she and her entourage took up residence in a farm just out of town. You should find her, so she can explain herself. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Kennen wir alles schon. Haben wir schon mal alles nachgefragt, bestimmt. Ist nichts Neues. Governor Burin was furious. He wasn't too happy about those de Vespe schemes. Thankfully. Those snide allegations could have caused us great harm had he taken them seriously. You are respected here, which makes sense considering all the services you have rendered. That woman had no chance. I wonder what the so-called evidence we'll find here will reveal. We'll only find out once we actually have it. But regardless of whether it's completely fabricated or holds an ounce of truth, it is dangerous. We must tread carefully. The de Vespes are experts in the art of manipulation. We must ensure that these documents never get out. Davon sind The sie. Vespe ambassador and her henchmen. We should hide and listen to what they say. We may glean some interesting information. Nicht beachten, ich bin versteckt und geheim hier. Ambassador? Did your meeting with the governor go well? Unfortunately, our legate is well loved here, and I didn't have time to put my argument before them. I was thrown out as soon as our rival arrived. But I shall not give up. I shall convey my message by other means. Nothing casts doubt better than spreading hearsay amongst the courtesans. And when we present him with our proof, the governor will be brought to see things our way. However, the legate's presence is problematic. I did not expect him here so soon. Special care must be taken to better hide our documents. If they search the old farm under the cliff, he or his comrades could well find them. Tomorrow morning, we must move them to a safer hiding place. In the meantime, we must rest. As you command, Ambassador.
Danke, dass du dein Versteck verraten hast. Nicht, dass du 10 Meter daneben standest auch noch. Damn it! It was a trap. Okay. There are some documents, but it's not the evidence Aurelia spoke of. These documents speak of you. It appears that the Devesps sought out information on each of you, hoping to influence you or to drive a wedge between us. Could you read it to me? Oh, I would like to know what a bunch of renaigs they may have found out about me. This is just further proof of their deceit, and the so-called evidence got away again. Let's search these men. We may find something useful. Aber wie sie vorher looten, ja? Ach so, das Looten gehört dazu. Notiz von Auriella de Vespe sagt dafür, dass dieser geistesschwache Händler Veldans unter Truhe von den neugierigen Blicken de Sartre fernhält und sagt ihm, sollte euch etwas zustoßen, müsse er sie den Gouverneur von Hikmet schicken, damit dieser ihren Inhalt zu sehen bekommt. Schürt am Hof so viel Misstrauen wie möglich, doch seht vorerst davon ab, die Dokumente vorzulegen. Doch soll unser Beute nicht ersticken. Sie soll nur wissen, wer an der Spitze der Nahrungskette steht. According to this letter, the chest was given to a merchant in town who did. Zur Sicherheit werden die Dokumente in einem Baumstumpf in der Nähe des Bauernhofs am Fuße des Klippe versteckt. So verhindern wir, dass sie jemand in die Hände fallen, falls der Bauernhof angegriffen wird. Falsche Seite der Kamera, zack. Deals with the Devesps. He was ordered to hand it to the governor if something happens to the delegation. That Aurelia is clever if nothing else. We must get that chest from the merchant before he learns of their deaths. Notiz über Kurt von den Groschengarden. Der Aufzeichner der Garde wurde Kurt im Jahr 1199 nach der Gründung Sewins 1302 nach der Gründung Pewins geboren. Es ist Hauptmann der Groschengarde sowie ehemaliger Waffenmeister und Leibwächter von Gouverneur Konstantin und den Gesandten des Sartre. Er waren Wachen, doch er wurde von seiner Prostituierten aufgezogen und von einem Mann namens Hermann ausgebildet, der sowohl für seine Erstklassenfähigkeiten als auch für die Qualen bekannt ist, die er als Rekrut durchleben lässt. Obwohl er vieles durchgemacht hat, ist der Garde stets treu ergeben geblieben. Denn er ging halt über eben den Gouverneur und seinen Gesandten war derart groß, dass er nicht zögerte, den von seinem Kommandanten organisierten Versuch eines Aufstands zu melden. Mit den üblichen Mitteln ist er also nicht zu bestechen. Allerdings liegt ihm seinen jungen Rekruten sehr am Herzen. Diese Bindung könnte man aussuchen, seinen Willen zu beugen durch Erpressung oder Entführungen. Notiz über Siora, der Prinzessin der Wildnis. Wir konnten keine Aufzeichnungen finden, die eindeutig das Geburtsjahr dieser Frau belegen, doch unsere Quellen sagen, ist sie 22 Jahre alt, demnach im Jahr 1315, nach der Gründung Pewins geboren. Sie ist eine von 2 Töchtern eines Kriegsherren der Insel, die in der Schlacht gegen den Brückenallianz fiel, der Gesandte nicht verhindern konnte. Angeblich ist sie seither die Sartres Reisegefährtin und zählt zu seinem Gefolge. Einige sagen, sie beherrsche die geheimnisvolle Magie der Eingeborenen. Diese junge Frau könnte zur wertvollen Verbündeten werden, sollten wir es schaffen, uns ihre Treue zu sichern. Sie könnte der Familie von Orestein nicht nur unseren Willen aufzwingen, sondern auch gute Beziehungen zu den örtlichen Stämmen garantieren. Dass die Sartre es nicht geschafft hat, die Schlacht zu verhindern, in der ihre Mutter starb und dass sie die Allianz sicher verachten muss, können wir möglich nutzen, um ihre Treue ans Wanken zu bringen. Zeit für einen neuen Speicherpunkt. Machen wir weiter. Schlachten wir weiter alles ab. Finde ich gut. Finde ich gut. Obwohl man... Nein, ich komme nicht näher, geh weg.
Will nicht deinen Schund kaufen. Moin. Hello. Are you Valens? Indeed. What can I do for your lordship? Are you looking for tools for your workers? I have a large range of tools. Everything you need for mining or timber harvesting. I have no interest in your goods. I have been sent by Her Highness, Aurelia de Vespe. She asked me to recover a chest you have in your keeping. Of course, of course. It's stuffed between my goods in the street just behind us. I hope you tell your mistress that I obeyed her orders. Do not worry. She will be told. Ich bin einfach ein charismatischer Typ. Notiz über Konstantin von Orsay. Konstantin wurde im Jahr 12.009 nach der Gründung des Terwins 1312 nach der Gründung Perwins geboren. Es ist der zweitgeborene Sohn von Prinz Claude von Orsay und dessen zweite Frau Julia von Orsay. Konstantin wurde kürzlich zum Gouverneur von Tilfordie ernannt und ist erst seit dem Tod seines ältesten Bruders offizieller Nachfolger der Prinzen. Die Todesursache ist im beigefügten Brief erklärt. Julia von Orsay hat einige unserer Männer bezahlt, damit sie ihren lästigen Stiefsohn beseitigt. Ich muss zugeben, ich respektiere diese Frau. Sie könnte eine von uns sein. Die Ermordung seines Bruders wirft die Frage auf, ob Konstantin Anspruch auf das Vermögen und den Thron seines Vaters rechtmäßig ist. Können wir bei einer solchen Mutter überhaupt sicher sein, dass er tatsächlich der legitime Sohn der Prinzen ist? Brief von Julia von Orsay, meinen Herren. Dem Brief wurde die vereinbarte Bezahlung beigefügt. Denkt dran, er darf unter keinen Umständen der Verdacht aufkommen, ihr werdet über Lorenz Tod verantwortlich. Mein Sohn muss regieren. Julia von Orsay. Oh, guck mal, wir haben einige Quests schon mal abgeschlossen, oder? Heißt das, wir haben die abgeschlossen? Ich glaube ja, ne? Ja. Als nächstes nach San Mateos. Da ist Desartes Wohnort. Machen da eine Quick-Reise hin, das ist schneller. Wird auf jeden Fall noch interessant hier alles. Wie sich das entwickelt. Wir waren schon lange nicht mehr in San Mateos. Ist das schön, wieder hier zu sein. San Mateos. Oh. Brief eines Sympathisanten. Eure Exzellenz Desarte, eure Feinde sind in der Stadt und ich weiß, wo ihr sie finden könnt. Trefft mich an Stadttor, um mehr zu erfahren. Eine Wache. Geil. Hello. Are you the guard who left me a message at the embassy? Greetings, Your Excellency. Yes, it was me. I thought you should be warned when I saw those vermin bearing the de Vespe livery. This is indeed interesting information. Do you know if they're staying in town? The delegation leader is always at the tavern. He drinks heavily. His men wander around town looking for trouble. Thank you. I imagine you're expecting a reward. No, Your Excellency, keep your money. I'll consider myself highly rewarded if you manage to put a stop to their horrible manipulative plans. My old battalion was almost completely lost to those vipers. They led us into a trap and left us to rot, so I don't know what you wish to do to them. But I wish you the best success.
Alles klar, dankeschön. Tu mir einfach Gift in die Getränke rein. Das würde alles einfacher machen. Hello. I wonder if we might have a word. Desade. The Dorsey family's henchman. I knew it. I knew I would meet my end by accepting this mission. After what you did to Ambassador Lavoisin in Hikmet. If the ambassador and her men had not attacked me, they would certainly still be alive. Since you know who I am, you must know why I'm here. Yes. The document chest. But don't think you can scare me into giving it to you. I've been scared to death since I got to this town. Since I got to this island. But I will not betray them. Calm. We never wished you harm. We only want to recover some files. They do concern us, after all. Tell us where they are. A huge weight will be lifted off your shoulders. That's true. Does it even matter? I don't have the chest anymore. I gave it to a group of inquisitors who don't like you very much. Those fools are so furious that they'd rather die than give you the chest. And Saint Matthias is with them. So, they're hiding out in one of the warehouses around the port. If you really want to confront them, it's your own choice. But you should say a prayer first. Ja, alles klar, dann auf dahin. Allerdings ist das Problem. Mal gucken, okay, man hört mich noch sprechen. Ich bin mittlerweile etwas, sagt man, ich habe etwas Angst mittlerweile seit dieser einen Elden Ring Stream, dass man mich nicht mehr hört. So you found us. But don't rejoice too soon. You will not leave this warehouse alive. Come. I'm sure we can work this out. I only want the Devesp chest. Don't count on it. Because of you, our order has been driven off this island and the governor treats us like criminals. We shall avenge our brothers and our order. Grenade! Das war ein enger Kampf hier. Aber wir haben es trotzdem hingekriegt. Notiz über den Gesandten des Sartre. Der Sartre wurde im Jahr 1210 nach der Gründung des Sartres 1313 nach der Gründung Ewins geboren. Bevor er Serene verließ, wurde er zum Gesandten des Konregats ernannt. Dieser junge Mann erfüllt diplomatische Mission mit dem Gouverneur Konstantin von Orsay, mit dem ihn betraute. Laut unserer Informationen ist er begabt, doch aufgrund seines Verbundenheit zu seinem Vetter können wir ihn nicht für unsere Sache gewinnen. Deshalb müssen wir ihn entweder ausschalten oder erpressen. Das sollte doch kein Problem darstellen, denn der Gesandte ist anscheinend kein legitimes Kind. Zwar wurde das Kind im Hof im Herbst des Jahres 1210 präsentiert, doch wir haben diverse Dokumente zusammengetragen, die beweisen, dass sein Vater, General Marc de Sartre, circa ein Jahr vor seiner Geburt auf einer Expedition entsandt wurde und nie wieder an den Hof zurückkehrte. Die Wehe, die de Sartre muss demnach ein Bastard geboren haben.
It's blocked. Okay. Boah, ist das eher fähig. Ich könnte auch Fallen setzen. Fallen sind stark in diesem Spiel. Setzen wir ein paar Fallen. Sechs zum Beispiel. Keiner von denen. Irgendwas Wichtiges. Wo ist Desatris Wohnort? Hafen, Hafen, Hafen. Da wohnt Desatria. Achso. Das ist nur ein doofer Händler. Guck mal, ich habe noch ein bisschen Ahnung, wo ich hin muss, um hier hinzukommen. Was ist der Globus? Danke. It's not the first time I've noticed these papers you stick on the walls. But these are new. They Propaganda-Plakat. Der Gouverneur von Ostsee und seine Handlanger des Staates sind illegitim. Sie haben sich ihre Position in dieser Stadt, die von Lady Morgan aufgebaut wurde, widerstreblich angeeignet. Ihr Adelstitel erhielten sie durch das Blut Unschuldiger und durch Bastardei? Bastardei? Okay. Sie nutzen die Güter des Prinzen aus, um die Macht zu gelangen. Bürger Neue Mysterien verschmäht diese was? Usopatron? Usopatron, keine Ahnung. Wählen neue rechtmäßigen Anführer. I'd like to go have a look, out of idle curiosity. What is this nonsense? Another Devesp trick. I'll truly stop at nothing. These posters could cause a full-scale riot. I knew this Constantine wasn't who he claimed to be. As for Desade, it's clear he's not from around here. I like our new governor, and I think the legate is rather nice. If you ask me, it's a load of lies. These people are angry. They must have read the papers we saw. We should ask these bystanders. They may have seen who stuck up these posters. Greetings, madam. Did you happen to see, by any chance, who stuck up these posters? Oh, you are the famous legate these posters speak of. You would never tell me if it were all true. Anyway, if you want revenge against the woman who stuck them up, you're too late. The guards caught her in the act, and when they saw what was written on the posters, they took her to the barracks. She must be rotting away in jail now. Thank you. And you shouldn't believe those lies. As if you could say anything else. Ach ja.
Could you tell me where to find the person? Thank Okay, ich dachte, du sagst vielleicht nochmal was anderes. Aber leider nein. Ich frage mich, wie lange dieser DLC noch geht. Ich hätte eher gedacht, dass es wirklich alles nur auf diesem Inselstück spielt, da, was wir hatten. Hello. I'm the bastard murderer from your posters. Oh, Your Excellency. I'm not responsible for the content of those posters. I had no choice but to stick them up. In a sense, the guard's arrest protected me, but my partner is under lock and key and guarded by armed men who bear the Devesp livery. They are responsible. They forced me to stick these posters up all around town. They threatened to kill my partner. If you don't stop them, they will kill him. I beg you, free him. I believe you, and I will free your friend if I can. Do you know where the other posters are? I must destroy this nonsense before it creates a riot. No, they only gave me one stack of them. They certainly have more, but I don't know where they're hiding the rest. The men who are holding him must know. Very well. I have no other choice but to free him. Where is he being held? Behind the barracks, along the docks. Please, hurry! Auf geht's. Wir werden bestimmt gleich wieder kämpfen müssen. Oder auch nicht. Ah, ich weiß noch, wie oft wir hier waren. Waren noch Zeiten. Okay. Thank you for freeing me from those murderous clutches. Do you know where my friend is? She went to stick up those horrible posters. She sent me to rescue you. She was imprisoned, but she'll probably get out soon. The presence of these men will prove that she had no intention of causing an insurrection. Oh, you've taken a great weight off my shoulders. I was worried she'd been killed. They were such brutes. I must destroy the rest of those posters. Do you have any idea where those men could have hidden them? Well, they spoke of having a reserve just outside of town. In a small hut, if my memory serves me well. You should go and check. Thank you. And try to avoid the Devesps in the future. They're dangerous. Sehr gefährlich sogar. Ah, nein, jetzt sind wir runtergefallen. Ah, komm schon. Okay, in diese Richtung müssen wir. Achso. Kann ich die abreißen? Muss er sagen, dafür bin ich doch zu faul.
Hallo? Und hier vorne haben wir noch einen. Ja, schön. Kann ich doch nicht, keine Animation. Ja, ich bin's. Guck mal, da kann ich den nicht abreißen. Guck mal, wir sprechen mal wieder mit Konstantin. Ist ja schon 100 Jahre her. Oh nein, doch nicht. Desade, you seem somewhat gloomy. What's troubling you? As you may have heard, the de Vespe family has sent a delegation to the island. It's led by the prince's daughter herself. Ah, most curious. And very worrying indeed. But you didn't come all this way in person just to bring me the bad news, I take it? You read my mind. Knowledge is power. I need all the information you've got. What can you tell me about this family? Well, the House of Vespe has a very long history. They gained their first noble titles through violence a few centuries ago. Then, commerce and close ties with Ptolemy saw them rise to become the princes of Peren, their ancestral city. However, their lust for power is boundless. And it's no secret they wish to reign over the whole congregation. No luck on that front so far, naturally. Their ambitions have always been curbed by the Dorsays, along with Serene's strategic advantages over Peren. Quite the history then. And what about today? They're more ambitious than ever. When the Malicor epidemic hit Serene as hard as it did, they saw it merely as a weakness to exploit. They attempted a series of maneuvers to oust your uncle from the council. But then the epidemic ended up hitting Peren too. However, I don't think they've given up. And if they've come all the way here, it's surely to gain influence and to undermine your family. Was there anything else you wish to ask? Do you know anything in particular about the prince's daughter, Aurelia de Vespe? She's a young woman, about your age. Very beautiful, so they say. And she's dearly beloved by her father. Despite her age, she's already endured her fair share of tragedy. Her husband, whom I'm told she deeply loved, was brutally murdered not long ago. What's more, Aurelia's older brother, Octave de Vespe, is rumored to be the one behind it. And I don't just mean he gave the order. That said, don't be fooled into thinking she's but a tragic, defenseless young widow. Oh, she's very much her father's daughter, ambitions and all. I have no doubt she'll be a formidable opponent for yourself and Constantine. Treat her as such. Was there anything else you wish to ask? Given this family's reputation, what's stopping us from arresting them on the spot? What, without evidence? That would do no good to your uncle's reputation and his position on the continent. I'm sure your cousin would delight in watching him squirm. But the Dorsey family could never recover from such a situation. If you arrest her without evidence, the council would be forced to intervene. And that is exactly what that old serpent, Alexandre de Vespe, wants. No, you must play along for now.
but be extremely vigilant. Look out for poison in particular. The Devesps have untraceable poisons down to a science. Their other weapon is compromising information, which they store in special chests without keyholes. Should slander not suffice, their assassins step in. It is said that Peren's river is riddled with the bodies of their enemies. Take care you don't end up joining them. Was there anything else you wish to ask? I recovered some documents that Aurelia intended to use against us. I also brought you the wedding contract. Let me see. Yes. A skillful blend of truths and untruths, as is to be expected. I'm afraid, however, this letter from Julia d'Orsay, Constantine's mother, is genuine. But your cousin is not to blame for his mother's folly. It caused him more harm than good, and he was but a child when his brother was killed. But the implication that he's not the prince's son is absurd. You know them both, and you know how much Constantine looks like his father. As for these documents about your mother, poor Livy would never have deceived your father. And furthermore... It's all right. I know. I'm a native of Tearfredi. My real mother was a Denegad of the seaside Nemeus clan. So in a way, all this is both true and completely false. I'm not General de Sarde's son, and my mother never deceived him. I wasn't aware you knew. It's true you were adopted, and though the adoption was somewhat irregular, in any case, I doubt that this information could truly be used against you. The revelations about Constantine are more cause for concern. But since you recovered the evidence, we needn't worry about it being used against us, providing it's the only copy, of course. I believe so, sir. What do you make of the marriage contract? Is it genuine? The writing is that of the court clerk, but their handwriting all looks the same. Will be difficult to tell is true written by your uncle. As for the seal, well, I must certain that it is a forgery, but I don't want that. That said, without the seal itself, you'd be hard pressed to prove it. If we denounce this contract without evidence, everyone will say it's just an excuse to get out of the wedding. In that case, I need to find that seal. Let's hope Aurelia brought it with her. I wish she did. She might use it again. If you find it, you'll have to get away from her camp to have a good chance to search her belongings. As I'm supposed to be organizing the princess's arrival, Lady Ron can surely help by sending for her. Thank you, sir. Was there anything else you wish to ask? Nee, das war alles. I must be on my way. Goodbye, Professor. Goodbye. And tread carefully. Ja, also reden wir weiter nicht mit unserem Bruder. Ich weiß nicht mehr, wie man hier rauskommt. Oh, ist einfach hier rüber. Und der überhaupt hier hin? Hier gibt es keine Türen. Guck mal, die Dinger sind nicht mehr dran. By the look on your face, you've already experienced the Devesp's deceit firsthand. Indeed. Aurelia tried to blackmail us. I had to recover evidence she gathered against my cousin and myself, and stop a riot in town she caused by sticking up posters which mocked us, and which depicted you as the heroine. And I can assure you I'm not responsible. I don't doubt it, madam. However, Sir de Corsillon told me that the seal used on the wedding contract was fake.
but that we needed the fake seal itself to prove it and put an end to this sham. So, you would like me to get Aurelia de Vespe away from her quarters so you can search them at your leisure? That's the general idea. She did ask us to organize her arrival. Your message shouldn't surprise her. Don't worry, I know exactly what I'm going to write. The young de Vespe may be talented, but I have years more experience. Oh, if I may offer some advice, you should question the Nauts who brought her here. They must have gleaned some information on our charming princess on such a long journey in close quarters. Admiral Cabral should know where they are. You should go and see her. Do you have any other questions? What can you tell me about the de Vespe family? I've never met them, and everything I know is hearsay. And, strange and worrying as it is, the rumors are justified for the most part. Nevertheless, I'm not an expert, and I've been away from the continent for Achso, das hatten wir schon alles schon. Goodbye. Das hatten wir alles schon. Ihre Frage. Warum muss ich mit der Gouverneurin sprechen? Also. Deswegen. Ja, dann quatschen wir mal mit den Nauten. Oh, schade, nicht mitgenommen, die Truhe. Desarde, what can I do for you? Greetings, Admiral. I came to see you as I seek information about Aurelia de Vespe and her entourage. Since they landed on this island, they haven't ceased their efforts to undermine our city and our diplomatic position. And since they traveled on your ships for several months, I thought you and your men would surely have things to say about them. We don't make a habit of revealing information about our passengers, but I'm willing to make an exception this time. Since we got here, part of our ship's crew, those who were in contact with the de Vespes, haven't been heard from. The rest of the crew, the ones who steered the ship, are here. They're worried and fear the worst for their comrades. I would be very grateful if you inquired of their whereabouts. If you find them alive, I will not object to them telling you everything they know. Quite the opposite. One thing is certain. The de Vespes will never set another foot on one of our ships. Rest assured, I'll do my best to find them. Goodbye, Admiral. Goodbye, Desarde. And be careful. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Okay, meine Facecam gerade nicht mehr wieder. So, die verschwundenen Nauten. Karte anzeigen. Okay. Dann können wir auch den Globus nehmen. Durchsuche das Lager, finde das falsche Siegel. Finde die verschwundenen Nauten. Machen wir erst das.
Kommen wir nicht runter. Okay, dann müssen wir halt einmal so rum. Easy. Hier vorne irgendwo. Ja, er will mich verarschen. Ich habe mich gerade teilen wollen. Das ist ein Kotzen manchmal, ne? Als ob ich hier wieder anfange. Ist es ein Witz? Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Mein Gott. Ja. Ey, das ist so lächerlich. Digga, was ist das denn für eine Scheiße? Gift ist einfach nur Schmutz in diesem Spiel. Natürlich werde ich getroffen.
Ich werde getwo-hittet. Wirklich, ich werde getwo-hittet. Das ist doch scheiße. Menschliche Spieler sind in diesem Spiel einfach nur Schmutz. Viel zu overpowered, ey. Guck's da, ich bin 3-mal gestorben. Einfach nur, weil es unfair ist, dass ich mit 2 Hits tot bin. Dagegen kannst du einfach nichts machen. Ich werde trotzdem getroffen. Aber nur Bullshit. Mit 2 Hits werde ich getötet, weißt du? Und bald trage ich eigentlich schon eine Endgame-Rüstung. Will ich gar nicht wissen, wie scheiße das Spiel ist, wenn man normal hier reingeht. Ja, so weit nach da hinten brauche ich nicht gehen, denn die spawnen die. Menschliche Gegner, ne, sind so Schmutz. Dieser Gouverneur Burhan. Gouverneur Burhan wurde im Jahr 164 nach der Gründung der Allianz 1292 nach der Gründung Pirwins in Al-Saad geboren. Burhan ist ein Burhan, der einer einflussreichen Familie entstammte, fand zunächst als großer Mathematiker und Philosoph Beachtung. Er verfasste mehrere Bücher, er sich der Diplomatie zuwandte und zum Gouverneur der noch jungen Allianzkolonie auf Tir wurde. Wir könnten keine interessanten Details über Gouverneur selbst zutage fördern. Er scheint ein friedvoller Mann zu sein, jedoch können wir ihn in die Bredouille bringen, indem wir seinen Rivalen Kuranz unterstützen. Dessen Fraktion erlangt immer mehr Macht auf dem Kontinent und Kuranz verfolgt schon seit langem das Ziel, Buhar auszulöschen. Bis Buhar nach Al-Saad zurückgeschickt wird, sollten wir ihn vor ausreichende Probleme stellen können, indem wir rebellische Eingeborene unterstützen, der bekriegt. Notiz über Gouverneurin Cornelia, Mutter Kardinal Cornelia. Laut den Aufzeichnungen Telemems wurde Cornelia im Jahr 768 nach den Heiligen Matthäus geboren. Die Mutter Kardinal kommt aus einer hochrangigen, strenggläubigen Familie. Dementsprechend war ihre eigene Karriere in der Hierarchie Telemes vorbestimmt, auch wenn es in ihrer Jugend einige Rückschläge gab. Unsere Informanten berichten uns, sie war regelmäßig an Orten der Sünde anzutreffen. Anscheinend ließen ihre alten Dämonen jedoch hinter sich, als sie den Orden beitrat. Die Betonung liegt auf anscheinend. Von Dienern erfuhren wir, dass in San Matthäus Orgien veranstaltet werden, an denen die Mutter Karl in irgendeiner Weise beteiligt ist. Es soll nicht sonderlich schwierig sein, peinliche Beweise zu ihrer Verstrickung darin zu finden. Und dann wird sie sich uns fügen. All this dirt collected on each of us to better cause trouble. We must stop them, Desade, or the island will get thrown into chaos before falling under their control. Hey, is someone here? We need help. Thank you. Thank you immensely for having freed us.
Had we stayed here, those lunatics would have killed us. They already killed one of the men by giving him some kind of potion. Yes, Aurelia de Vespe came, with a smile on her face, and poisoned one of our men. To test the effects of a plan. That's what she said. We must go through Aurelia's things. We need to prove that the wedding contract was forged to stop her from causing harm. Did you see or hear anything which could help me while you traveled here with Aurelia de Vespe? That woman is very secretive. She isn't the kind of person who speaks of her plans in front of those she treats as servants. I served her in her cabin. Every time I came in, she slipped the documents she was reading or writing in special chests. However, one day I heard her talking to one of her followers. She told him that with all the information they had gathered, they would easily take over the island. She clearly spoke of bringing the other governors to their knees with the information she had against them. She wants to blackmail them. She probably kept us locked up here because she knew that we had heard her plans. That's undoubtedly true. Thank you for this information. Do you know how to get back to the Admiral, now that you're free? Yes. Don't worry. We'll soon be back on our ship. Thanks to you. Goodbye, Your Excellency. Be careful. Alles klar. Dann sind wir jetzt hier fertig. Aber ohne Scheiß, das sind die richtigen Endgegner hier, die Leute, Zweischlägend können die mich töten. Gut, ich spiele ja immer noch auf schwer, aber dass sie im Gegensatz zu normalen Monstern so viel stärker sind, das halte ich, ja. Ja. Welche Quest ist denn jetzt ausgewählt? Achso, die. Müsste auch gleich nochmal auf Klo gehen, wenn wir die beklaut haben. Hallo? Tja. So, ich hab... Ah, natürlich, ich habe das hier gar nicht ausgerüstet. Mein Gott, regt mich das auf! Man kann nicht vernünftig ausweichen! Alter, ist das scheiße! Das kotzt mich richtig an! Mein Gott, mich regt es aber auch, dass hier nichts gespeichert wird. Notizen bezüglich der Nauten. Halte die Nauten, die uns während der Überfahrt gedient haben, in den Kellerräumen der Ruine im Süden der Gegend gefangen. Sie dürfen niemandem preisgeben, was sie an Bord gehört haben. Außerdem können wir die Nautengeisel bei Bedarf als Druckmittel gegen die Admirale einsetzen.
Nicht mehr. Die will immer alles als Druckmittel haben. Weil nur Druckmittel sind doch voll dumm. Afra da eigentlich, nicht Afra, Celine da. Natürlich muss er genau dann da lang laufen. Oh, von Auel de Wespe. Leider ist mein Plan, Desarte und seine Gefährten loszuwerden, gescheitert. Eine Schande. Ohne ihre Unterstützung hätte Konstantin bereitwillig das Knie gebeugt. Wir haben dennoch genügend Beweise, um diese zwei Verschwörer in Schach zu halten. Trotzdem befürchte ich, es wird schwierig, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Selbst wenn es mir gelingen sollte, die beiden dazu zu bewegen, mir zu gehorchen, verfügen die früheren Gouverneuren und die anderen getreuen Anhänger der Familie Orsay noch immer über ausreichende Macht in der Kolonie, um meine Pläne zu durchkreuzen. Leider ist mir das Gift ausgegangen. Habe ich eigentlich? Okay. Ist mir das Gift ausgegangen, dass ich doch ich habe einige Pflanzen dagegen ausfindig gemacht, die mir von Nutzen sein könnten. Ist Lady morgen erst von den Bildfläche verschwunden, werde ich mich auf der anderen entledigen. Danach müssen wir uns nur noch erheben und unseren Platz an der Spitze der Stadt einnehmen. Vater wird überrascht, aber stolz sein. This fake seal is very accurate. I wonder how many other contracts the Devests have forged using this method. In any case, thanks to this seal, we can prove that the contract was forged. And we can send Mr. Vest back to the continent. That may... How would you like a taste? Let's see if you can fend off my blows! Let's see if you can fend off my blows! Oh, toll! Dann können wir doch das Lager an der Klippe nehmen. So. Ich bin sofort wieder da. Kurze, längere Pause. Ich muss echt dringend auf Klo. Bis gleich. Das kommt auf YouTube.
Irgendwo war ein Zaun dahinter. Martin, du kommst ins Video. Komm näher. Super gut. Mit dem Messer. Da redet jetzt keiner mit. Ne, rechnet auch keiner. Doch im Haus. Hab eine gemessert. Ich hab 2 Hits. Von einem schwarzen Prozent. Ja. Sehr gut. Immer als ich reingezoomt habe, ist er aufgestanden und als ich rausgekommen bin. So, da bin ich auch schon wieder. So. Du wirst minimiert. Du wirst aufgemacht. Und weiter geht's. Kommen wir hier hoch? Nein. Wir müssen hier lang. Müssen wir doch nach unten. Ja, sieht ganz so aus, ne? Ja, sieht ganz so aus. Wir müssen echt nach unten. Ja, schade aber auch. Auf geht's. Oi, Onol Manawi. Hello. Bortirtumat. I'm Vad from the Beraignodas clan. I need to speak to you. Bortirtumat, Donegada. Bortirtumat, Siora. I hope your friend will be able to help us. I've heard people talking about you in the village, and Dunkas respects you, so
I'm sure you'll understand. What is it? This land has been sacred for generations, and only the Donegader of our clan can come to calm the anger of Enonmilfrichtimen. This is where he spilled the burning blood of the land to destroy our enemies. The sun trembled and the sky was black for days. It is madness to come back here, especially for Renaigse. You must leave and take all the other Renaigse with you. Do not fret. I intend to ensure that they don't stay long. Neither here nor on this island, for that matter. I hope so, Onol Manawi. Because we can already feel the anger rising up to Credennis. And many would die if it spread. And these Renaigse don't understand anything. They're multiplying like flies. No sooner had the ones in black arrived from the sea than others came from the woods to surround them. And now here you are. I promise that these lands will soon find their peace. Do you have anything else to ask us? Yes, I actually need your help. I'm sure you know all about the plants in this region. Do you know of any that are poisonous? The leader of those who came here plans to poison one of my friends. It's true that the leader left the camp at one point. She stayed in the woods for a while. If it was poisonous plants she was after, I'm sure she would have collected sedek leaves at this time of year. It's a slow but horrible poison, which causes a great deal of suffering. But the antidote can be found in some roots that we know well. You're in luck. We have a small bottle. Anyone who drinks it quickly after being poisoned will survive. Thank you. I'm infinitely grateful. Do you have anything else to ask us? You said that this region was sacred. Could you tell me more? What happened here? Of course. It is good for the knowledge of ancient times to be available to all. Teka, tell the story. A long time ago, as I'm sure you already know, the people of the sea emerged from the waves and began to destroy our island. They built houses here and began to hollow the cliffs. When our kings and queens went to pray in the heart of the island, Enonmilfrichtimen didn't just send the guardians. His anger was such that his heart caught fire, and a long trail of burning blood spread all the way to here, destroying everything in its path. The people of the sea were destroyed here in but a moment, and we learned to fear the volcano's anger. Since that day, us Beregnodas have watched over this place to ensure that that amount of anger never returns to Enonmilfrichtimen's heart. Do you have anything else to ask us? Thanks again for your help. Seg, Onol Menawi. And don't forget, those Renaigse. Oh. Dann retten wir jetzt mal die gute Dame. Also bis jetzt finde ich den DLC echt gut gemacht, muss ich sagen. Nicht für den Preis, für 7 Euro. Ich habe jetzt den DLC für 5 Euro gerade gekauft. Und ich würde sagen, 5 Euro ist... ist okay. Ist jetzt nicht so geil, aber ist okay für den Preis.
thank you. Thank you for saving me. I never imagined the Defesps would go so far. She tried to poison me. Don't mention it. The Doneigada of the Dunkas clan should also be thanked, my lady. They gave us the antidote. May they be blessed. I'll send them a present to thank them. But you should go straight to the palace. Aurelia de Vesp was headed there. I'm afraid she may try to take over by force. I'll go there right away. Get well soon, my lady. Alles klar. Hallo? Ja. Aurelia de Vesp. On behalf of Governor Constantin d'Orsay, you are under arrest. Oh, really? Hardly surprising. Typical of the d'Orsay family's underhanded methods. On what grounds, might I ask? Firstly, for fraud and forgery. The wedding contract you gave us is fake. Your lies are as dismal as they are desperate. The contract bears the seals of both my father and your prince. Is he trying to back out? Or has his idiot son simply decided to disobey him? Neither. The d'Orsay seal upon this contract is forged, and I can prove it. Here. This is what was used to seal the contract. A cleverly made counterfeit we found in your camp. That seal proves nothing. You probably made it yourself to undermine me. That contract could not be more authentic. The same, however, cannot be said of your noble lineage. The second charge made against you is the attempted murder of Lady Morange. Are you also going to deny that your men attacked her? This is a very serious accusation. I assure you that I had no knowledge of any attack on the former governor. And if an attack did indeed take place, I am certainly not the one responsible. Is that so? Then why does this journal, written in your handwriting, say that you wish to rid your city of all d'Orsay sympathizers? And that you'd found the perfect poison to do the deed in the forest surrounding your camp? Thankfully for Lady Morange, the Doneigada living in the region gave us an antidote. A journal only conveys thoughts, not facts. Don't tell me you've never wished for someone's death without actually acting on those thoughts. And more to the point, who's to say that journal's genuine in the first place? Your so-called evidence, Mr. de Sade, is but lie after lie. Lastly, you are accused of having sequestered and murdered the Nauts who brought you to this island. Another baseless accusation. I don't know how you could possibly prove my involvement. As it happens, we freed the survivors, and they are very willing to testify against you. For all the charges set against you, you are under arrest. The malachor upon you, de Sade. I greatly underestimated you. How wrong I was. I should have courted you and made you my ally. Together we would have been unstoppable. Very well. What are you going to do with me? You'll be imprisoned here while we wait for the Congregation Council's ruling. Go on. Lock her up. The de Vesps would have tried to impose themselves to the bitter end. It's fantastic that you gathered all this evidence. We won't have a ruling from the council for months. Years even. But I'm sure the de Vesps will pay a heavy price for Aurelia's folly, and the d'Orsay family will emerge greater than ever. Anyway, you should destroy the documents you found. Nobody else should ever get hold of them. You're right. I'm going to burn them all right now, just to be on the safe side. Goodbye, sir. Thank you for your help. I merely gave you guidance. That is my role. See you later. Okay, okay. Jetzt haben wir auch ihre Waffen und Kleidung bekommen. Die ist sogar ein bisschen besser. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Nicht die belastenden Dokumente. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt tun wollen würde.
Aber ich glaube, das ist das Ende der Quest. 2,5 Stunden, 5 Euro. Ah. All that's left is to destroy the evidence the Vesps collected about us. Oh, ich darf mir sogar noch entscheiden. But I should probably keep the files which speak of my companions, in case one of them decides to betray me one day. Ich wollte das andere eigentlich auswählen. Aber das war die DLC-Mission. Wir haben es geschafft. Wo ich jetzt nochmal laden wollen würde. Denn eigentlich ist das nicht das Ending für die Quest, was ich haben wollte. Dann machen wir den Stream aus. Denn das ist jetzt mein Revival-Stream gewesen. Mal gucken, was wir Freitag spielen. Auf jeden Fall irgendwas, wo ich nicht so viel reden muss, weil reden immer noch anstrengend ist. All that's left. And with it, the web of lies cast upon my friends. Na gut. Das war's mit dem Stream für heute. Wir haben erfolgreich jetzt wirklich GreedFall beendet. Ich werde jetzt gleich privat GreedFall noch soweit nochmal durchspielen, beziehungsweise ich habe ein Save Point für ein Ending und muss noch 3 Achievements holen. Unter anderem eine Romanze mit Alfra haben. Und das Spiel mal durchspielen. Und alle Archive finden. Naja, ich bedanke mich vielmals ich bedanke mich vielmals fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, wir sehen uns Freitag wieder in alter Frische. Bis dahin, haut rein. Ciao.